So. Gott sagte, er werde nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den This is the Himmel. description of it. Das ist die Beschreibung davon. I don't know whether you've ever wondered about what it means when the stars will fall from heaven. Und ich weiß nicht, ob ihr euch hier die Frage gestellt habt, was das bedeuten wird, wenn die Sterne vom Himmel fallen. I'm not sure that it means the visible stars. Und ich bin nicht sicher, ob es die sichtbaren Sterne meint. I'm going to suggest another way to understand it. Ich möchte mal eine andere Möglichkeit andeuten, wie man es verstehen And könnte. this is just for you to consider. Das könnt ihr selber überlegen. If you turn to Revelation chapter 8, Wenn ihr aufschlagt, Offenbarung 8, verses 10 and 11, Vers 10 und 11, then the third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood, and a third of the waters became wormwood, and many men died from the waters, because it was made bitter. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. And then in Revelation chapter 9 and verse 1, Offenbarung 9, Vers 1. then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth, and to him was given the key to the bottomless pit. Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. So it's clear that both those stars were satanic angels. So ist es klar, dass diese zwei Sterne satanische Engel waren. And it seems to me possible Und es erscheint mir möglich, that the falling of the stars is the casting down of Satan's kingdom from the heavenlies. dass das Herabfallen der Sterne das Ausstoßen des satanischen Reiches aus den himmlischen Bereichen ist. I'm not sure that all the stars and constellations that we see are included in that. Und ich bin nicht sicher, ob all die Sterne und Sternbilder, die wir sehen können, da But eingeschlossen it sind. describes the final casting out of Satan and his kingdom from the heavenlies. Sondern dass hier die letzte Austreibung von Satan und seinem Reich aus den himmlischen Bereichen angedeutet wird. That's not theology, it's just a theory. Das ist keine Theologie, es ist nur eine But Theorie. you're free to consider it for yourself. Und ihr habt die Freiheit, es selber abzuwägen. Now I want to come to the close and consider what is the basic cause for this shaking. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen, was ist der eigentliche oder wesentliche Grund für diese And I Erschütterung? want to turn to 2 Timothy chapter 3. Und da möchte ich, dass wir zu 2. Timotheus 3 kommen. And I want to say the root cause is the degeneration of human character. Und ich möchte sagen, der Grund, der die Wurzel ist der Verfall des menschlichen Charakters. We look in 2 Timothy chapter 3, 2. Timotheus 3, and it begins with verse 1, but know this, that in the last days perilous times will come. Vers 1, da heißt es, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. That's an unusual phrase, know this. Das ist aber eine ungewöhnliche Satzstellung, das sollst du aber wissen. It's something that Paul lays great emphasis on. Hier legt Paulus eine große Betonung. It's like he says, don't make any mistake about this. So wie wenn er sagt, irre dich ja nicht in diesem Bereich. Then he describes what it will be like in the last days. Und dann beschreibt er, wie das ausschauen wird in den letzten Tagen. And it says, perilous times will come. Da heißt es, schlimme Zeiten werden kommen. That same word that's translated perilous is only used in one other place in the New Testament. Und dieses Wort schlimm, das hier so übersetzt wird nur an einer einzigen anderen Stelle im Neuen Testament And nochmal it angewandt, describes two demon-possessed men wo zwei dämonisch besessene Männer who beschrieben came werden, out of the tombs. die aus den Gräbern kamen. And it says in English, they were exceedingly fierce. Und da heißt es, die waren furchtbar grausam. And I want to suggest to you that the end time will be extremely fierce. Und ich möchte damit andeuten, diese Endzeit wird so furchterregend sein. I believe we've already begun
to enter into that time. Und ich glaube, wir sind schon dazu hineingekommen, in diese Zeit einzutreten. Most of you cannot remember as far back as I do. Die meisten von euch können sich nicht so weit zurückerinnern wie But ich. I grew up in England between the two world wars. Ich bin zwischen den zwei Weltkriegen in England And I would have to aufgewachsen. say England has become exceedingly fierce. Und ich muss sagen, England ist extrem furchterregend geworden. It's not like it used to be. Es ist nicht so, wie es früher mal war. I first went to Sweden as a preacher in 1947. Ich bin 1947 das erste Mal nach Schweden zum Predigen It gefahren. was the most God-fearing nation I had ever visited. Und es war die gottesfürchtigste Nation, die ich je besucht habe. Later in 1975, I was interviewed by a young Swedish journalist. Später in 1975 wurde ich interviewt von einem jungen schwedischen Journalisten. And when I described to him how I saw his nation in 1947, Und als ich ihm beschrieben habe, wie ich seine Nation 1947 wahrgenommen he habe, could not believe I was talking about Sweden. da konnte er nicht glauben, dass ich hier von Schweden rede. I first immigrated to the United States in 1963, Ich bin das erste Mal ausgewandert in die Vereinigten Staaten 1963. and I would have to say, 30 years later, it is a totally different nation from the one of which I became a citizen. Und ich muss sagen, 30 Jahre später ist das eine total andere Nation als die, in der ich damals Bürger wurde. And if I were to use one word, it would be fierce. Und wenn ich nur ein Wort gebrauchen müsste, dann wäre das furchterregend. People are merciless. Die Menschen sind They unbarmherzig. don't care about other people's lives. Und sie sorgen sich nicht um das Leben von They anderen. are willing to kill for no real reason except that they delight in killing. Sie sind bereit, aus keinem anderen Grund Menschen umzubringen, als dass ihnen das Spaß macht. This is just part of what Paul meant when he said, fierce times will come. Und das ist ein Teil von dem, was Paulus meinte, als er sagte, es werden furchterregende Zeiten kommen. And then he lists 18 moral defects. Und dann zählt er 18 moralische We will Verfallserscheinungen not auf. read the whole list, Wir werden jetzt nicht die ganze Liste lesen, but we'll read the first two and the last one. aber die ersten zwei und das letzte, They all concern what people love. die alle haben damit zu tun, was die Menschen lieben. First of all, lovers of themselves. Erstens, die viel von sich selbst halten. Second, lovers of money. Zweitens, die geldgierig sind. And at the end, lovers of pleasure. Und am Ende, die Wollust lieben. If ever those words described any culture, it's our culture. Und wenn diese Worte je irgendeine Kultur beschrieben haben, dann ist es unsere Kultur. And notice the root problem. Und beachtet das Problem, das an der Wurzel sitzt. It's love of self. Es ist die Liebe zu sich selbst. This is what has broken up the structure of society. Das ist es, was die Struktur der Gesellschaft zerbrochen hat. Because love of self breaks up marriages. Denn die Eigenliebe zerbricht die Ehen. It breaks up families. Sie zerbricht die Familien. And when the family is broken up, Und wenn die Familie erst zerbrochen ist, society is broken dann up. ist die Gesellschaft zerbrochen. And the end is lawlessness. Und das Ende ist Gesetzlosigkeit. And Jesus said in Matthew 24, lawlessness will abound. Und Jesus sagt in Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. How many of you can remember Germany before World War II? Wer von euch kann sich noch an Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern? All right. Would you agree that it is a totally different nation from what it was? Würdet ihr mir zustimmen, dass es jetzt ein ganz anderes Volk ist, als was es damals war? And the key word is lawlessness. Und der Schlüsselbegriff ist The Gesetzlosigkeit. attitude of people today is if I want something, I'll get it. Die Haltung von Menschen heute ist, wenn ich was haben will, dann nehme ich mir If das. I have to steal it, no matter. Wenn ich stehlen muss, was soll's? If I have to kill somebody, no matter. Wenn ich jemanden umbringen will, muss dafür was But soll's. one thing is important to me. Aber für mich ist eins wichtig, That's what I want. was ich will. And that is love of self. Und das ist Eigenliebe. And all the other problems stem from that. Und alle anderen Probleme entspringen daraus. And there is a lesson from that. Und es gibt eine Lektion daraus zu lernen. If we are to be true followers of Jesus, Wenn wir echte Nachfolger Jesus sein wollen, there is one thing we must be set free from. dann gibt es eins, von dem wir freigesetzt werden The müssen. love of self. Die Liebe, die Eigenliebe zu uns. That will make us totally different people from the rest of the world. Und das ist es, was uns zu ganz anderen Menschen machen wird als der Rest der Welt.
And then in verse 5 of that chapter, In Vers 5 von diesem Kapitel, speaking about these people, und zwar spricht es da von diesen Leuten.